Was sagst du zu dem Bunker? Mega krass, mega krass. Ich habe noch nie so einen Bunker in diesem Zustand gesehen. So einen verlassenen Bunker findet man nur einmal im Leben. Ich entführe euch heute tief in die unheimlichen Abgründe eines verlassenen Krankenhausbunkers in Ungarn. Als wir diesen Lost Place betraten, erwarteten wir lediglich Stille, doch was wir vorfanden, ließ uns den Atem stocken. Der Bunker, als wäre die Zeit eingefroren, barg Verbandskästen aus Metall, prall gefüllt mit vergessenen Geheimnissen. Giftige Medikamente, Tabletten aus längst vergangenen 80er Jahren, eine verstörende Reise durch die Geschichte der Medizin. Der Bunker, als wäre er in der Dunkelheit verloren gegangen, enthüllte uns ein vollständig erhaltenes Inventar. Tretet ein in die düstere Welt dieses mystischen verlassenen Ortes, wo die Zeit ihre Geheimnisse bewahrt. Seid bereit für ein Video voller Spannung, Begeisterung und dem Unbekannten. 87. Okay, ja, guck dir das mal an. Atropin. Und jetzt... Boah. Es ist so staubig hier drin. Boah. Ich muss hier raus. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Der liebe Random Life, Favorite Urbex und ich befinden uns gerade in Ungarn und wir möchten heute mit euch einen ganz besonderen Bunker erkunden. Wir haben die Info bekommen, dass dieser Bunker aktuell offen sein soll und sowas hat die Welt auf YouTube tatsächlich noch nicht gesehen. Es ist eine unglaubliche Anlage und bei dieser Anlage handelt es sich um einen alten Medic-Bunker aus dem Kalten Krieg. Unglaublich, was dort alles zurückgelassen wurde. Und wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Viel Spaß mit diesem Video. Was haben wir hier wieder gefunden, Leute? Guckt euch das an. Der Favorite steht schon an der Ecke. Wir sind beide komplett sprachlos. Einfach nur unglaublich. Guckt euch diese fette Bunkertüre mal an. Was für eine Energie der Favorite dafür aufwenden muss. Und es geht weiter in den Bunker hinein. Hier haben wir die Gasschleuse und es geht weiter vorwärts. Ich bin gerade schon mal durchgelaufen, Leute, und sowas habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Wir befinden uns hier in einem verlassenen Medic-Bunker. Unglaublich, was hier alles zurückgelassen wurde. Also der muss erst seit kurzem begehbar sein, offen sein. Das ist einfach nur unfassbar. Nicht dein Ernst. So. Mein Ernst. Krass. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie was einatmen. Ja, extrem gefährlich. Der liebe Random Life befindet sich schon im Bunker. Er hat mit seinem Video schon angefangen. Wir haben jetzt hier die Toiletten. Ganz klein. Definitiv. Hier das Waschbecken. Hier mit so einer Holzbrille. Da oben der Wassertank. Nicht ganz so spektakulär, also es wird definitiv noch besser, Leute. Dann gehen wir erstmal hier weiter in den Raum. Hier vorne links ist die Damentoilette. Und hier haben wir überall sämtliche Schilder mit Bildern, alte Anzüge und leider ein bisschen Müll hier drin. Das ist aber definitiv der schlechteste Raum des Bunkers. Und guckt euch das mal hier an. Diese uralten Warnhinweise und hier haben wir definitiv uralte Medikamente aus der Zeit des Kalten Krieges, um sich hier auf einen Angriff vorzubereiten. Unglaublich, ich habe keine Ahnung, was das für Tabletten hier sind. Das sieht unfassbar aus, diese Ampullen hier. Wirklich richtig krass. Und hier oberhalb haben wir so einen riesigen Tank. Und hier ist eine Waage, eine uralte. Und hier haben wir dann die Erste-Hilfe-Kästen. Boah, krass. Und hier links befindet sich der Raum der Räume. Unfassbar. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Eine originale
Erste-Hilfe-Versorgung haben wir hier. Mit allem, was dazugehört. Hier liegt die Krankenliege, Verbandskästen von damals haben wir hier aufgetürmt. Ein rotes Kreuz mit dem Arztkittel daneben. Hier die Liege. Und im Hintergrund die ganzen Kästen mit den verschiedenen Medikamenten. Guckt euch das mal an. Und die Luft ist unglaublich schlecht hier drin. Es ist extrem staubig. Hier sollten wir uns auch definitiv nicht zu lange aufhalten. Da liegen wieder dieselben Tabletten, wie wir eben gesehen haben. Diverse Warnhinweise. Hier haben wir auch Bilder von Gasmasken. Guckt euch das an. Die Gasmasken hatten ja früher auch teilweise diesen Schlauch. Das ist schon echt Wahnsinn. Und wenn wir die Kamera jetzt gleich einfach mal nach rechts schwenken, sehen wir, dass es noch viel weiter hineingeht. Hier haben wir noch frisch verpackte Scheren und alles. Und hier zu der rechten Seite geht es noch weiter in den Bunker hinein. Da oben haben wir Rückstände von der Belüftung. Und der liebe Random Life sagt, er hat noch was gefunden, was ich eventuell noch nicht gesehen habe. Was denn? Weißt du, was das ist? Das ist eine Waage. Das ist ein OP-Tisch. Das ist ein OP-Tisch? Da hat man dann die Verwundeten drauf getan. Und konnte die hochpumpen? Konnte hochfahren und dann operieren. Alter! Und dann per Fußpumpe ganz genau hoch und runter. Alter. Boah! Hier auch die Gründe, warum es hier so riecht, wie es riecht. Nämlich Dann gehen wir jetzt mal nach rechts in den gefährlichsten Teil des Bunkers. Da ist die Luft nämlich wirklich am schlechtesten. Da habe ich auch eben direkt angefangen zu husten. Dann haben wir hier weitere Rückstände von der alten Elektronik. Hier auch wieder ein alter Kasten aus Holz mit dem Erste-Hilfe-Logo drauf. Und im linken Teil haben wir jetzt hier die Notbelüftung für den Bunker, dass wir hier halt immer ausreichend Sauerstoff hatten. Und überall sind diese Verbandskästen gestapelt, ne? Das ist unfassbar. Ja, und durch diese Rohre ging dann die komplette Belüftung halt in den Bunker, ne? Und hier ist auch alles voll mit diesen Verbandsdingern. Das ist ultra heftig. So, und hier haben wir dann noch so ein weiteres Lager mit weiteren Verbandskästen. Hier sehen wir jetzt auch mal das Innere von so einem Verbandskasten. Verbandsbuch ist mit drin, sämtliche Medikamente, alte Flaschen. Da oben konnte man die ganzen Sachen festmachen. Hier haben wir dann auch noch altes Zeugs. Und überall ist schon Schimmel drauf und alles. Haben wir hier noch einen uralten Feuerlöscher, wo man leider fast gar nichts mehr drauf erkennen kann. Und hier im Gang dann das weitere Lager. Hier links haben wir einen Notausgang noch. Alte Verbandstaschen, die die Leute mit sich tragen konnten. In solchen Plastikverpackungen war dann immer entsprechende Seife drin. Und hier geht es dann zum Notausgang. Ich kann mir vorstellen, dass das mal der erste Zugang zum Bunker eventuell gewesen ist. Und jetzt schaut euch das hier mal an. Diese Holzkästen hier. Überall Verbandszeug. Die sind prall gefüllt. Und hier war seit Jahren keiner mehr dran. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ganz hinten haben wir dann die Tragen gelagert. Also die Krankentragen, die man hier einfach zusammenfalten konnte und nach Belieben halt ausrollen konnte. Und hier ist überall Schimmel dran. Also hier darf ich mich definitiv nicht zu lange aufhalten. Dann haben wir hier Schaufeln, Äxte, alles, was das Herz begehrt. Dieser Bunker ist komplett ausgestattet. Also ich bin wirklich absolut geflasht. Da hinten geht's weiter. Äxte, wohin das Auge reicht. Und jetzt, boah. Es ist so staubig hier drin. Boah. Ich muss hier raus. Das ist unfassbar. Hier geht es wieder ein bisschen mit der Luft. Und hier haben wir den letzten Bereich des Bunkers. Der liebe Random Life
Schaut sich gerade alles in Ruhe an. Er hat es richtig gemacht. Er hat das Tuch vor der Nase und er hat wahrscheinlich alte Krankenkittel oder sowas gefunden. Genau. Aber leider nur Hosen. Ich hätte dir gerne die Oberteile gezeigt, Carsten. Das sind nur die Hosen. Da ist leider kein Stick drauf. Was sagst du zu dem Bunker? Mega krass. Mega krass. Also ich habe noch nie so einen Bunker in diesem Zustand gesehen. Leider sind wir ein bisschen spät dran. Es gibt mittlerweile leider einige Vandalen, die hier richtig gewütet haben. Die auch geklaut haben, ne? Extrem viel entwendet haben. Aber wir haben uns tatsächlich gerade mal die Mühe gemacht, ein bisschen zu ordnen, damit wir euch hier einen schönen, sehr guten Bunker auch zeigen. Genau, weil der Bereich hier vorne mit der Krankenliege und so, der war komplett durchwühlt. Alles lag kreuz und quer. Wir haben gewisse Sachen wieder hergerichtet, so wie es früher auch wirklich mal war. Und das kann einfach nicht sein, dass die Leute hier alles klauen und kaputt machen. Das ist ein Stück Geschichte und das darf einfach nicht verloren gehen, Leute. Carsten, hast du eine Idee, was das sein könnte? Und ich versuche mal von hinten das Datum zu erkennen, wann es abgelaufen wäre. Am 20.07.87. Boah, 20.07. was ist da drin? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es leider auch nicht erkennen. Also für Kondome ist es zu groß? Nee, das sind Tabletten. Ich kann gerne mal... Ach krass. Das ist aber eine ganz untypische Verpackung für Tabletten, oder? Korrekt. Schreibt eine 10er. Ja, guck mal hier. Ist eine offen? Ja, hier ist eine. Ach krass. Dann brauchen wir Guckt also- euch das mal an. Da. Und ihr seht auch in der Taschenlampe, der Staub, Ja. wie viel Staub hier in der Luft ist. Ne? Alter, Exekur. Wahnsinn. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr eine Ahnung habt, was das sein kann. Och, hier, guckt dir das mal an. Atropin. Was? Atropinsulfat. Es wurde Leuten gespritzt, um die wieder zu holen. Atropin. Ja. Das ist echt So, und dann haben wir hier vorne noch einen Raum, Leute. Da lag auch leider alles kreuz und quer. Und wir kannten Bilder, da war dieser komplette Raum mit diesen Verbandskästen hier voll. Der war bis zur Decke hochgestapelt. Und schaut euch jetzt mal an, wie wenig nur noch da sind. Das war bis zur Decke hochgestapelt. Das heißt, jeder, der hier drin war, hat sich wahrscheinlich so ein Ding hier mitgenommen. Und das geht gar nicht, Leute, weißt du? Und in den Kästen sind diese gelben Verpackungen drin. Ich glaube, da waren Pflaster und Tabletten drin. Ah, wir sehen es hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Leute. Ich kann es einfach nicht lesen. Aber so sieht es aus, was hier alles drin war. Oh mein Gott, das ist irgendeine Reaktionspatrone oder so. Pflaster. Alter, das ist unglaublich. Leute, was ist das hier? Hammer. Aber ich muss dir was zu diesem Medikament erzählen. Ich habe gerade mal geguckt. Achte kurz, guck mal hier. Das ist auch so ein Schlauch von den Gasmasken. Was hast du recherchiert? Also es geht nochmal um das Thema Atropin. Also grundsätzlich wird Atropin unter anderem verwendet, wenn die Narkose eingeleitet wird. Und es gibt verschiedene Nebenwirkungen, wenn man es zu hoch dosiert. Fieber, Mundtrockenheit, Harnverhalt, Hautrötungen und Delirium. Und ich habe mal weitergeguckt, ist Atropin eine Droge? Die Nachtschatten-Alkaloide Atropin sind seit der Artikel in nahezu jedem Kulturkreis als Droge gebräuchlich. Sie waren die Wirksubstanzen von Schlafschwämmen, Wahrheitstränken und Hexensalben. Und auch heute finden sie bei Nachtschattengewächsen als Rauschdroge immer noch Verwendung. Also haben die den Drogen gegeben, um von ihren Schmerzen erlöst zu werden in dem Moment. Ganz genau. Dafür war das gedacht. Heftig. Und das finden wir hier, Leute. Da steht unter dem Narkose- oder Arzneimittelgesetz. Verboten heutzutage wahrscheinlich auch dann, ne? Nicht verboten, das wird immer noch in der Medizin eingesetzt, Ja. aber du kriegst es natürlich nicht. Also Einfach so, Genau. also verschreibungspflichtig natürlich, Genau. ne? Also Ja. echt heftig, was hier noch alles so rumliegt. Auch hier links diese Verbandstaschen in so Lederform hier. Habe ich auch noch nie gesehen. Soll ich dir die mal zeigen? Noch nie gesehen. Können die mal zusammen aufmachen, ja? Oder sind das Ärztetaschen? Ich habe Ich würd sagen, oben so Fächer gesehen Guck für mal, das Ärztematerial. Ich würde sagen, das wird Guck mal, ganz siehst krass. du? Guck mal, Genau. Da kannst du Ja, dann die Sachen alle genau. reintun. Skapelle und Scheren und tralala, Ganz ne? genau. Und das ist alles Schimmel. Das Weiße ist alles Schimmel. Also das ist wirklich gesundheitsgefährlich, hier das Ding zu erkunden. Aber es ist so spannend, Leute. Es könnt ihr euch nicht ausmalen. Das habe ich auch gefunden in den Pullen. Aus Eisen. Mhm. Alter, das ist doch krank. Das ist in Flüssigkeit eingearbeitet.
Ja, und immer noch so. Ja, Leute, das ist. Wir dürfen hier echt nicht lange stehen. Nee, das war nicht. Also, boah. Aber das möchte ich herausfinden, was das ist. So, also der Bunker ist natürlich relativ klein. Wir sind die Treppe runtergegangen in so einem U, sage ich jetzt mal. Dann gab es ja links die Toiletten, geradeaus der Raum, wo wir den OP-Stuhl gefunden haben, den man hochpumpen konnte. Und dann ging es hier in den Hauptraum rein. Dann einmal nach rechts, wo die ganzen Kranken liegen waren. Und nach links zu den Eisenverbandskästen. Und dann gehen wir jetzt nochmal in den Hauptraum, weil der hat es für mich definitiv einfach nur in sich. Weil dieses Bild da, dass man das zur heutigen Zeit in so einem Zustand noch findet, das ist unvorstellbar. Also, das ist wirklich krass. Dann würde ich vorschlagen, genießen wir jetzt hier nochmal den letzten Anblick dieses Raumes hier. Das ist einfach nur unglaublich. Schaut es euch nochmal an. Das ist Jod, ne? Ja. Anleitungen, verschiedene Bestecke für die Operation, irgendwelche Ampullen. Ja. Zum Abhören. Oh ja, Stethoskop. Ja. Boah, sogar eine Spritze mit Kanüle können wir da erkennen. Mhm. Da unten und wieder diese Medic-Bunker. Das ist ja unvorstellbar. Ja. So, und dann bedanken wir zwei uns vielmals fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Wir hoffen, dass ihr auch eine neue Location mal zu Gesicht bekommen habt, die ihr so noch nicht gesehen habt. Schaut gerne bei Random Life vorbei. Dieser lädt auch regelmäßig weitere Bunkerabenteuer hoch. Zu diesem Bunker gibt es auch noch einen Bunker aus seiner Perspektive auf seinem Kanal. Und über ein Like und einen Kommentar würden wir uns mega freuen. Und wir hoffen, dass ihr dann bei unserem nächsten Lost Place Abenteuer wieder mit am Start seid. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir zukünftig weitere Sachen zusammen machen sollen. Genau. Haut rein, bleibt gesund und Arrivederci. ciao.